Heute backen wir abgefahren leckere vegane Burger Buns aus Dinkelmehl. Hi, willkommen bei Sodams Kitchen. Ich bin Sodam und wir backen heute Burger Buns. Und zwar aus Dinkelmehl, ohne dubiose Zutaten, Weichmacher, Mono- und Diglyceride und den ganzen Geschichten, die normalerweise in Burger Buns drin sind. Wenn ihr Bock drauf habt, euch selber Burger Buns zu machen, zieht euch dieses Video rein. Es ist kinderleicht und man braucht nur ganz wenige Zutaten. Salz von Danival, Atlantik-Meersalz, locker, leicht, flockig, leicht gegräut und nicht gebleicht. Frisches Quellwasser. Sojamilch Natur bzw. Sojadrink wird es heutzutage genannt, wegen EU-Recht. Und wir haben ein helles 630er Dinkelmehl. Dazu gibt es noch ein bisschen Frischhefe, weißer Sesam ungeschält und ein bisschen schwarzen Sesam, um das optisch aufzulockern. Dazu meine allseits beliebte 26 cm Gummilippe von Rösle, eine Tupperware mit Deckel, einen großen Ausstecher und ein Backblech mit Backpapier. Ich habe jetzt Sojamilch, Wasser, Salz und Hefe in meine Tupperware reingemacht. So. Und jetzt kommt noch ein Pfund Mehl dazu. Wenn du es aufs Kilo rechnest, dann ist es ungefähr 600 Milliliter Flüssigkeit auf ein Kilo Mehl. Das reicht uns auf alle Fälle wie sonst auch, dass der Teig klümpchenfrei ist und der geht dann von alleine in seine geschmeidige, burgerartige Form, die er dann nachher haben soll. Keine Mehlnester mehr, alles gut. So, jetzt haben wir unseren Teig, den stellen wir auf die Seite, den lassen wir jetzt einfach aufs Doppelte von Volumen gehen, beziehungsweise wird er einfach hier runterrutschen und sich ein bisschen breit machen da drin. Dann ist der Teig bereit zur Weiterverarbeitung. Und die Geschichte ist, was macht ein Burgerbrötchen, also was ist der Unterschied zwischen einer Semmel und einem Burgerbrötchen? Das da. Ihr kennt doch den Rand bei den Burgerbrötchen, die haben doch immer so ein... Die sind oben und unten dunkel und an der Seite sind die so weiß. Und das Burgerbrötchen soll ja auch so aufgehen und weniger so, dass du einen schönen geraden Rand hast, wo du dann deinen Burger reinpacken kannst, damit du dann die ganze Sauerei überall hast und damit du wirklich in der Soße so drin hängst mit den Pfoten. Dafür brauchst du den Ausstecher. Und indem du das dann ausstichst, geht das Brötchen anders auf. Das kannst du auch mit einem Glas dann machen oder einem Blumentopf oder egal, irgendwas Scharfkantiges, mit dem du ausstechen kannst. Also wir machen praktisch wie eine Pizza, rollen den Teig aus, stechen aus und kriegen dann unser Burgerbrötchen. Der Teig geht jetzt ungefähr 2 Stunden, den lassen wir jetzt einfach auf das Doppelte vom Volumen hochgehen. Aber ganz genau kannst du es nicht sagen. Genau, jetzt fange ich wieder das Labern an, weil heute ist nämlich kein tolles Hefeteigwetter. Wenn ihr rausguckt, ist es ganz grau bei uns heute. Und wenn es jetzt draußen Sonnenschein wäre, selbst im Winter und Hochdruck und so weiter, oder wie das heißt, dann geht Hefeteig sehr viel happier auf. Der Teig ist jetzt ungefähr 2 Stunden gegangen, ist ein bisschen auseinandergegangen. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe feuchte Pfötchen und dann ziehe ich mir den Teig einfach ein bisschen. Wichtig ist, dass die Finger nass sind, wenn du merkst, dass der Teig klebt. Ich stelle den Teig nochmal für eine Stunde auf die Seite und lasse noch mal ein bisschen gehen. Bei schlechtem Wetter braucht er einfach ein bisschen länger. Unser Burgerteig ist fertig gegangen, doppelter im Volumen, also und plus, ich glaube sogar ein bisschen mehr als doppelt, was wir mögen. Machen wir uns ein bisschen Mehl auf die Fläche. Dann kommt noch ein bisschen Mehl oben drauf. So, wir haben unseren Teig jetzt nochmal locker zusammengeknetet und bringen ihn jetzt auf Größe. Kannst auch mit dem Nudelholz machen. Ich versuche es mit den Händen zu machen. Wenn du ihn zwischendrin wendest, tust du dir leichter beim Auseinanderziehen. Und wir wollen ungefähr so 1 bis 2 cm Stärke haben im Teig, damit es nachher einen schönen Bun gibt. Und dann kommst du mit deinem Ausstecher. 1 Burger, 2 Burger. Siehst du jetzt irgendwie, hier kommt dann diese Burgernaht, die wir nachher haben wollen. Ne? Den restlichen Teig kannst du nochmal zusammenkneten und erneut ausstechen. So, jetzt haben wir den letzten. Den lassen wir am besten so, dann sieht man auch, was der Unterschied ist beim Gehen. Den können wir nämlich jetzt
nicht ausstechen, aber dann sieht man dann irgendwie, was der unterschiedliche Rand macht. Das Ganze wird jetzt mit Natursojamilch eingerieben oder eingepinselt und mit Sesam bestreut und wird dann sofort gebacken. Die Burgerbrötchen sind jetzt für 16 Minuten bei 220 Grad im Ofen. So, jetzt haben wir Burgerbrötchen gebacken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es total Spaß gemacht. Sie riechen fantastisch. Die haben einfach so, boah, mega. In der Bibel stand schon immer: Dein täglich Brot back dir selber. Es ist ein Übersetzungsfehler. Da stand jetzt nichts von Burger Buns drin und dass du jetzt irgendwie selber deine amerikanischen Burgerbrötchen machen musst. Boah, es tut so saugut, selber sich die Sachen machen zu können. Und das ist wirklich keine Action und kein großer Aufwand. Also ich habe jahrelang geübt, um rauszufinden, was die Kniffe und Tricks sind, um alles wegzurationalisieren, was es nicht wirklich braucht für ein gutes Ergebnis. Und das gebe ich einfach an dich weiter, damit du das zu Hause auch machen kannst. Und zwar in deiner Homeküche. Und so easy. Und deine Freunde werden es dir danken, dein Magen wird es dir danken, dein Hirn wird es dir danken, deine Verdauung wird es dir danken. Und ich denke, deine Beziehung, mit der du zu Hause dein Leben verbringst, ob das jetzt deine WG, deine Freunde oder wer auch immer ist, die werden es dir auch danken, weil die einfach mehr Gutes kriegen. Und wenn du gut drauf bist, kriegen die mehr Gutes. Und in dem Fall Burgerbrötchen. Wir sind jede Woche hier bei Sodams Kitchen auf YouTube zu erreichen mit neuen Videos. Ihr werdet zu diesen Burger Buns werdet ihr auch demnächst die Burger Soßen finden und wir werden auch Burger Patties machen, mit denen ihr dann unsere Burgerbrötchen belegen könnt. Natürlich könnt ihr die ganzen Sachen auch für alles andere Mögliche hernehmen. Ich meine, es ist auch eine super Frühstückssemmel, aber abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, hinterlasst uns einen Daumen, haut uns voll mit Kommentaren, dass wir mehr Kommentare beantworten müssen, als wir Zeit haben zum Videos drehen, weil dann wissen wir, dass ihr Spaß dabei habt und dann macht es auch uns Spaß, weiterhin Videos zu machen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao, euer Sodam.